Ich hatte vor PPE immer die Vorstellung vom Studium, dass man mit 600 Leuten im Vorlesungssaal sitzt und niemanden kennt und im schlechtesten Fall in der Mensa alleine am Tisch landet. Genau das ist bei PPE anders. Die PPE-Studierendenschaft ist natürlich auf der einen Seite sehr engagiert und interessiert, aber auf der anderen Seite auch einfach unfassbar familiär und sozial. Auch das Miteinander mit den Profs und Dozierenden ist sehr freundschaftlich, vielleicht zu viel gesagt, aber sehr herzlich zumindest. Man kennt sich, man schätzt sich und das ist auch eine Entwicklung, die es so im Vergleich mit anderen Studiengängen eher nicht so gibt. Was ich von PPE erwartet habe und am Ende bekommen habe, sind zwei sehr unterschiedliche Dinge im positivsten Sinne. Ich habe ein sehr wissenschaftliches Studium erwartet mit sehr vielen verschiedenen Inhalten. Was mich tatsächlich aber im Endeffekt bereichert hat, ist die Art und Weise, die Dynamik, in der ich hier studiere. So schön an PPE ist, dass es sich nicht nur auf die Lehrinhalte beschränkt, sondern dass es auch soziale Termine gibt im Jahr. Es gibt die studentische Initiative aktuell der PPE Talks, bei der Studierende außerhalb der Lehrveranstaltungen noch Diskussionsabende veranstalten mit Gästen, die teilweise international bekannt sind und dafür extra nach Düsseldorf kommen. Einmal im Jahr findet der PPE-Empfang statt, bei dem wir gleichzeitig unsere Absolventen entlassen. Auf der anderen Seite aber auch eine Gelegenheit, dass sich mal alle zusammentreffen in einem etwas offizielleren Rahmen. Und dann findet einmal pro Monat in der Regel auch noch ein Stammtisch statt. Ich würde sagen, man kann mindestens 2 oder 3 Events im Monat mitnehmen mit Mitstudierenden, wo man hingehen kann, wenn man Lust darauf hat, sich auszutauschen. Aber das ist auch gar kein Zwang. Und ich glaube, allein die Möglichkeit, dass man da hingehen kann, macht PPE schon besonders und hebt sich irgendwie von anderen Studiengängen ab. Gerade die ersten Semester sind sehr intensiv und mit sehr viel so Basiswissen einfach verbunden, was man für den späteren Studienverlauf lernen muss. Sobald man das erste Jahr geschafft hat und sich mit den Basisinhalten auseinandergesetzt hat, ist es wirklich sehr individuell, wo man seinen Schwerpunkt drauf legt und man kann da sehr stark seinen Interessen nachgehen und hat da irgendwie einen großen Spielraum. Es gibt nie was Gleiches. Also der Beginn des Studiums ist komplett anders als das Ende. Und man legt sich so im Laufe des Studiums wirklich auf seinen eigenen Schwerpunkt fest. Das, was einem Spaß macht, Freude bereitet, das ist das, was man dann selbst entwickelt.